Beep Primal und gut BIss für Silberrücken Bruce die Banani. Willkommen zurück zu Vampyr und zwar mittlerweile Part Nummer 7, Freunde. So. Ja, wir befinden uns hier immer noch in Whitechapel. Ganz schönes Badass Viertel, finde ich. Diejenigen von euch, die die letzte Folge gesehen haben, wissen auch wieso. Ja, wir haben hier noch einige Quests zu erledigen. Wir sind eigentlich, beziehungsweise ich bin, ist da schon wieder einer? Ich bin ein bisschen zurückgelaufen, um den Unterschlupf zu erreichen. Aber wir müssen jetzt einfach mal wieder komplett durch. Leech-Fight! Watch out! Unser Quest. Fine! I'll take it! Gerade sehen. God, no! That leech is fast! Ach, keine Ausdauer. So. Ah, ich mag diesen Bezirk nicht, Leute. So, was haben wir denn hier ausgerüstet? Wir müssen ja noch unsere Waffe haben, genau. Die ist ganz cool, die Waffe. Muss ich sagen. So, finde die Anwohner von Whitechapel. Finde Richard Scott. Und Clayton Darby. It's a leech! Kill it! Die gehen hier immer noch. Aber dieser Flammenwerfer-Typ, oder was der auch immer hat, ich mach mal kurz was, ich nehme mal die Pistole mal raus und nimm mal wieder hier den Flock. 15 Schaden, 10 Schaden, ja, wir nehmen den hier. Mal wieder eine kleine Chance. Die Leute sind dann weg. So, weiter geht's. It's locked. It's locked. Status bedenklich. So. Unbekannt. Ach, guck an. Ist das schon eine? I'm cheap and I'm clean, I promise. Hat sie gerade cheap und clean gesagt? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Okay. So, ich suche nach Schwester Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Okay. Ihre Karriere bringt viele Gesundheitsrisiken. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Okay. Es steht 1:4 in Sache
Mind Control, nenne ich es jetzt einfach mal. Qualität ihres Blutes 1400 EP. Nein, Freunde, ich denke nicht daran, sie auszusaugen. Kappa. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Ha. So. Was haben wir denn hier noch? Erzählen Sie. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Oh, ich weiß. Christina konnte keinen anständigen Job finden, da sie eine Migrantin ist. Okay. Versuchen Sie, eine andere Arbeit zu finden, Ihre Entscheidung, Ihren Körper zu verkaufen. Ich verurteile Sie nicht. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Okay. Gut, das war's. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Haben wir ja nicht so viel rausgefunden. Machen wir weiter. Blumenstrauß. Ein kleiner Blumenstrauß, ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung, ist zwischen den Blumen versteckt. Ah. Camellia. Neuer Hinweis. Camellia. Okay, Camellia verteilt heimlich Geschenke an die Gutscheine für Untersuchungen in Dorothy Cranes Apotheke. Aha. Da will ich ja gerne mal rein. Oh, hallo? Wer ist sie denn? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Also, ich sag gar nichts. Oh, hier kann ich was aktivieren. Ich weiß, dass du für Dorothy Crane arbeitest. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Was? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Ah, zieht echt den Schweigefuchs durch, okay. Aha, aha, aha. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Oh, die ist sehr stur. Very well. Goodbye then. Nicht schlecht. Nicht schlecht. It's locked, all right. So, ich möchte aber da durch. Vielleicht rum. Ey, hallo. Oh nee. Stufe 14. There's one of them! Klar, dass er nicht alleine ist. Back, demon! Back! Boah. Oh nein, was? Der hat auch so ein Kreuz. Boah, wie der Doktor. Au. Au.
war so klar. Was ist das denn für ein Typ? Habe ich schon gesagt, dass ich den Bezirk hasse? Ich glaube, ich habe schon gesagt. Echt jetzt? Kann ich hier nicht irgendwie irgendwo hochspringen? Ohne dass die mich sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? It's a leech! No! The power of the Lord commands you! Komm schon. Ausdauer. Ausdauer. Oh ne. Okay. Kurz mal. Oh. Kurz mal weggehen. Oh. Okay, hier trifft er mich nicht. Oh. Hier trifft er mich nicht. Alles klar. Dann kommt er halt her und gibt mir halt eine. Gut. Super, ey. Aber ich muss ja da anscheinend lang, oder? Ja. Ich kann hier nicht durch die Mitte, oder? So, das ist die Schweigsame. It's locked. It's locked. Okay, ich probiere einfach mal durchzugehen. Get them weapons ready! Roll back to the hell that spawned you! Funktioniert's? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh oh. Stupid Oh. fucking beast! Kann ich nicht einfach entkommen? I'll put it in you! Okay. I hate leeches! Kleiner. Wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja genauso schlimm wie wieder der Typ. Alter. Dong. Undertaker's back. Da muss es doch einen Weg geben. Also, ich muss anscheinend hier erstmal den hier platt machen. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl. Aber ich brauche Blut im Kampf. Ich probiere es einfach nochmal mit dem Amputationsmesser. Oder der Pistole. Die war auch nicht schlecht, ne? Auch wieder mal die Pistole. So, den There's kann man one of so them. fertig machen. Go on back to the shadows! So. Ist das jetzt hier schon wieder? Kommt ja. Okay. So, let's go. The power of the Lord commands you! I order you to step back. Ich will da nach hinten kommen. Okay. Ich habe keine
heißt Mutationswasser-Action. I shall fear no evil! This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Absolut. Das sind absolut Scheiß-News. Ich fühle mich immer hilfloser. Werbung, Werbung. Oh, so, ey. Okay. Können wir noch irgendwie irgendwas machen? Scheint nicht so. Wie sind wir hierher gekommen? Gehen wir mal weiter. Ist hier jetzt offen oder so? Ja. Hier vielleicht? Dankeschön. So, was war hier? Quarantäne, okay. Das war... Einer wäre ja wieder lang. So, Kumpel. Wow. Ernsthaft? Ist doch schon wieder nicht so gut. Komm, ey, komm. Ey, ich stuck fest, Mann. Ich verzweifle gerade. Wehe, ich habe keinen Speicherpunkt gehabt vor dieser blöden Quarantänezone. Na, läuft doch. Na, läuft doch richtig gut. So, es muss irgendeinen anderen Weg geben, Leute. Das kann es nicht sein. Ich komme da beim besten Willen nicht durch. Entweder stelle ich mich viel zu blöd an. Oder ich stelle mich viel zu blöd an. Aha. Ich bin da schon geredet? Good evening, Christina. Change your mind? Hab ich. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. So, wer ist die denn jetzt hier? Ja, For your sins, even Priester oder was? Forgive my interruption. do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Aha. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients.
It's obvious only they have the necessary moral fiber. Okay. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Okay. Noch ein Hinweis über sie. Sie war eine geheime Widerstandskämpferin in ihrem Heimatland. Kommen ja ganz andere Seiten auf einmal auf hier, ne? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Ich glaube nur an Fakten. Na komm, wir hören uns das mal an. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Okay. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Okay. Tobias will die Epidemie mit Feuer bereinigen. Oh Mann. Wie genau werden sie diese Stadt reinigen? Da bin ich ja mal gespannt. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Ja. Wir leben im 20. Jahrhundert. Die Wissenschaft ist unsere einzige Hoffnung. An der Stelle ganz kurz, Grüße gehen raus an Fly. Ich glaube, er weiß, was ich meine. Wir hatten mal ein endlanges Gespräch, ein wirklich endlanges Gespräch, über das Thema Glaube gegen Wissenschaft. So, nur mal kurz angehakt. Schön groß. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. Oh, Hinweis verloren. Ach, scheiße. Das ist ja kacke jetzt. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Ha. Also irgendwie ist der auch nicht ganz sauber. I have heard enough for tonight. Goodbye. Der ist so ein bisschen crazy. So, was haben wir denn hier? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Okay, also wir scheinen die gleiche Person zu suchen, ne? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care?
Meine Schwester ist in Machenschaften verwickelt. Das ist vertraulich und ich interessiere mich für das Gesundheitswesen. Ja. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Aha. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Aha. Dann gucken wir doch mal nach. Kommen wir denn hier rein? Jawohl. Hallo? Ja, ich komme ja schon, töte dich. Und natürlich hat er wieder dabei. So, da lag doch irgendjemand, richtig? Ey, wenn der das jetzt ist. Nee. Ja, Quarantäne. Hab ich verstanden. So, kann ja nicht sein hier. Ich dachte, er ist hier... Hier hinter, der liegt ja auch geil da. Spagat! Hier ist keiner mehr, ne? Oh. Vielleicht. Guck mal da. Ein Typ, der komische Sachen macht. Ich schätze mal, das ist er. Morbidity can breathe its own beauty and grace. Whitechapel is not just... Nee, komm, wir reden jetzt hier. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Okay. Darius ist die rechte Hand von Dorothy Crane, das wussten wir schon. Darius ist ein ehemaliger politischer Aktivist aus Rumänien. Okay. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her.
Erkältung, aber wir haben diesen Trank noch nicht. Gut. I'll leave you alone, sir. Finde den Briefkasten und den Brief. Na gut. Aber, Freunde. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier zum Unterschlupf rennen. Ich hoffe, ich komme jetzt dahin, ohne durch diese blöde Quarantäne zu müssen. Okay, also wir kommen der Sache nach und nach ein bisschen näher. Was hier? Oh, da ist ja der Brief. The content of Darius' letter to his children could give me more Da war ja auch der Briefkasten. Ja, okay. leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Okay. Dann werden wir das tun. Wir werden den auf jeden Fall finden. Aber ich möchte jetzt einen Unterschlupf finden. Das sieht gut aus. Gut. Ja, am Anfang der Folge habe ich natürlich ein bisschen auf den Sack bekommen. Aber wir kommen jetzt der Quest ein bisschen näher. So, das freut mich zumindest. Ich bin so froh, wenn wir diesen blöden Bezirk hinter uns gelassen haben. Okay. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Leuten noch mit rein. Jurassic World Evolution, sorry. Wird aktuell noch geletsplayt von Arboren. Geiles Game. Wirklich geiles Game. Gefällt mir sehr gut. Ich spiele es auch selber. So ab und zu. Dann kommen demnächst auch noch ein paar neue Sachen auf euch zu. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir versuchen krampfhaft die 100 Abonnenten zu erreichen. So Leute, jetzt nochmal ganz kurze Info am Rande. Bei 100 Abonnenten verlosen wir ein paar Codes, ein paar Steam-Codes. Wie das Ganze ablaufen wird und so weiter und so fort, erklären wir noch vielleicht in einem kleinen extra Video, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also wir würden uns super freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder auch ein Like da lasst in den Videos oder einen Kommentar schreibt. Wir würden uns sehr freuen. Gut. Alles klar, das war's von mir, den Vampyr. Haha, witzig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.